Heute wird der Darwin FPV Baby Pro geflogen, mit der Ishin TX16S und der HDO2 Brille. Darwin FPV Baby Pro ist der super günstige 3 Zoll Quad, den ich schon mal getestet habe, aber jetzt zeige ich, wie der Quad fliegt. Mit einem 3S 520 mAh Akku. Denkt unbedingt dran, alle Schrauben festzuziehen, vor allem die Motorschrauben. Noch etwas zu den XT30 Akkustecker an dem Quad. Das ist ein Billigstecker, den ihr vermeiden solltet. Das erkennt man an den langen Stecker und den Kupferstiften, die nur halb aufgeschlitzt sind. Nutzt bitte in Zukunft nur gute Stecker von AMAS. Die XT30 AMAS-Stecker sind aus dickem Kupfer und innen sind die Stifte zweimal im Kreuz durchgeschnitten. Halten besser den Akkustecker fest und brechen nicht ab. Hier noch ein Vergleichsvideo zwischen der Pro-Version mit der KDX-Antal-Kamera, die einen breiten Weitwinkel von über 120 Grad hat, und rechts die billige Kamera, die nur einen Winkel von 80 Grad hat. Beim Fliegen sieht man bei der Pro-Version links einfach viel mehr im Bild und so ist es leichter zu fliegen. Rechts Darwin FPV Standard mit der billigen Kamera hat außerdem noch ein viel schlechteres, unscharfes Bild. Diese Kamera ist schlicht veraltet. Hier endlich der Flug auf Sicht mit dem Darwin FPV Pro Quad. Ich fliege hier in Horizon Mode, also in stabilisierten Modus. Also so wie am Anfang die meisten Anfänger lernen, den Quad zu steuern. Ja, und der Quad fliegt schon mal einfach super. Man kann den schön ruhig schweben lassen, ohne dass der wegdriftet. Und es klappen die ersten Loopings sehr gut. Der Quad fühlt sich leicht und fliegt sehr leise, was heute wichtig ist, um andere Menschen nicht zu stören. Ich bin überrascht, wie gut der Quad reagiert und fliegt. Mit der FPV-Brille fliege ich immer im Acro-Modus, also mit aktivierten ER-Funktion. Hier fliegt der Quad sehr gut mit den Original Betaflight PID-Einstellungen, die so auf dem Darwin FPV original waren. Es hat ordentliche Schub und fliegt sehr sauber mit dem 3S-Akku. Mir gefällt das leichte Gewicht von dem Quad und die 1104 Motoren sind eigentlich ausreichend. Haben hier genug Beschleunigung bei dem leichten Gewicht der Drohne. Also doch ein günstiger und guter Einstieg in FPV-Fliegen mit dem Darwin FPV Baby Pro. Die KDX-Ant-Kamera liefert ein sauberes Bild, auch im Flug gegen die Sonne. Hier musste ich aber den Videosender auf 100 mW einstellen, was ungefähr die Leistung von 25 mW in der Realität so liefert. Mit der Kamera ist alles soweit gut erkennbar. Natürlich habe ich etwas Schwierigkeiten, die ersten Bäume ohne den Blättern zu erkennen, aber das ist normal bei Analogfliegen. Würde man hier digital mit FatShark Sharkbite System oder DJI-Brille fliegen, da hätte man so ein Bild wie hier, am Beispiel von dem Flyview Firefly Baby Quad HD, der die neue Nebula Pro Nanokamera und ein Vista-Modul hat. Firefly Baby HD kostet aber das 2,5-fache von Darwin FPV Baby. Und dann braucht man auch noch die teure DJI-Brille dazu. Also bleiben wir bei dem Einsteiger Freestyle Quad von Darwin FPV, den ich eigentlich gut einem Einsteiger empfehlen kann, der aber schon Erfahrung mit einem WUP hat. Also viel Spaß beim Fliegen!